Merkel. Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Motorart. Heute geht es um die Honda VFR 750F RC24, die zweite Generation. Heute zeigen wir euch in dem Video, wie man die Vergaser wieder reinigt und die Maschine wieder zum Laufen bekommt. Das Ganze machen wir, weil die Maschine sehr lange stand und die Vergaser verdreckt sind und jetzt zurzeit startet sie nicht mal, weil alles fest sitzt. Das Motorrad ist jetzt ein Beispiel mit den Vergasern, aber das Prinzip der Vergasersäuberung quasi und alle Dichtungen wechseln ist überall gleich, mehr oder weniger. Ne? Und ja, lange Standzeit ist ja, der Hauptkiller für einen Vergaser quasi, ne, weil sich da alles festsetzt und die verdrecken und nicht richtig funktionieren danach. Die Dichtungssätze für die Vergaser der Maschine verlinken wir unten in die Videobeschreibung, die wir für die Instandsetzung gebraucht haben. Am Ende des Videos, wenn die Vergaser wieder fertig sind, sauber sind und quasi eingestellt sind, machen wir noch einen Soundcheck von der Maschine, also dranbleiben. Und von der Maschine gibt es noch ein Kauftipps-Video auf dem Kanal. Schaut euch das gerne an. Und ich würde sagen, zerlegen wir jetzt die Maschine. So, dann fangen wir mal an. Dann lösen wir erstmal diesen Seilzug. Das ist einmal für den Choke. Komm. Also die Salzfuge fürs Gas. So, dann mache ich einmal die Schläuche hier ab. Für den Sprit. So. Hier oben war es das erstmal. Dann gehen wir gleich hier an der Seite. So, dann lösen wir hier einmal die Gaszüge hier oben. Das ist ein 9er Schlüssel. So, jetzt andere. Das ist ein bisschen blöd hier. So. Dann kommen die hier so unten zack raus. Beide. Ja, das war's auch schon eigentlich. Von der Seite. Und unten müssen wir einfach jetzt die Ansaugstützen lösen. Die zeige ich euch gleich. Die Schrauben müssen wir lösen hier. An den Ansaugstützen. 4 Stück. Hier und dann hier an der Seite. Und auf der anderen Seite sind auch noch 2. Man sieht das nicht so gut. So, und auf der anderen Seite natürlich auch. So, hier ist noch eine Schraube von der Seite. Ich hoffe, ich kriege die. Ich möchte nicht das komplette Zeug hier auseinanderbauen. Jo, geht. Okay. Gut. So, jetzt müsste er eigentlich hier hochkommen und ein bisschen kämpfen. Dann kriegt man den auch hier ein bisschen lose und raus. Genau. So.
So, ist komplett draußen. Fangen wir mal an, die ganze Einheit zu zerlegen. Also der wird komplett sauber gemacht mit Ultraschall. Und hier sitzt alles fest, hier lässt sich nichts bewegen. Es muss alles gereinigt werden und gängig gemacht werden. Ja, dann fangen wir mal an. Also es ist sehr wichtig, dass ihr euch merkt, wo was war. Da sind doch relativ viele kleine Teile dabei. So, ist hier so eine Klammer. So, dann machen wir hier weiter. Das haben wir schon mal los. So. So, dann haben wir hier noch einen kleinen Splint, den wir auch hier raus machen müssen. Mal gucken, wie gut das geht. Na. Ja, so in etwa habe ich es mir vorgestellt. Ja, das Ding stand da schon zig Jahre. So. So. Zack. So, hier sind die zwei, also 4 voneinander getrennt. Junge, das ist alles fest. Dann machen wir erstmal hier mit weiter. Mit dem hier.
So. So sind die einzeln. Für den Choke. Die Halterung können wir theoretisch dran lassen. So, ja. Dann können wir quasi schon anfangen, komplett die Schwimmerkammer abnehmen. Da müsste aber noch ein bisschen Sprit noch drin sein. So, dann machen wir mal weiter. Ja, wie gesagt, das Ding ist schon uralt. Wurde anscheinend nie auseinandergenommen. Ja, guckt euch das an. Guck mal. Junge, Junge. So was habe ich auch noch nie gesehen. Das ist extrem. Dass das Zeug so grün ist. Ach, alter Sprit. So. Am besten solche Schälchen, wo man die ganzen kleinen Teile hier reinschmeißen kann, dass die nicht verloren gehen. Das ist einmal der Schwimmer. Ich denke mal, dass das hier fest sitzt. Ja klar. Wie denn anders? So. Ja, so sollten die eigentlich nicht aussehen. Ja, super. Kriegst auch nicht los normal. Scheiße. Machen wir mal hier oben weiter.
Membran. Ist ja auch schon ein bisschen hart. Aber hat keine Risse. Das Zeug ist richtig am Kleben. So, dann holen wir einmal die Düsen hier raus. Ich krieg den wahrscheinlich so raus. Oh mein. Ja, das ist alles. Na, sieht alles nicht so schön aus. Wie gesagt, solche dreckigen habe ich noch nie gesehen. Die sind richtig katastrophal. Und der bewegt sich nicht mal. Das ist doch nicht normal, ey. Dass er sich nicht mal bewegt. Krass. Ja. Müssen wir mal gucken, ob wir den rausbekommen. Ansonsten muss das neu. Tja, ich weiß nicht. Das ist schon extrem dreckig. Ja, und das jetzt bei allen Vieren halt, ne? Die müssen wir komplett zerlegen. So, jetzt sind die Vergaser gereinigt. Die hatte ich ja davor auseinandergebaut. Im Ultraschallbad sind die gewesen. Ja, die quasi Schwimmerkammer. Und ja, muss alles gängig sein natürlich. Ist auch jetzt der Fall, weil davor sahen die ja Katastrophe aus. Ja, und jetzt würde ich einfach mal mit euch den Vergaser wieder zusammensetzen und euch zeigen quasi, wie das geht, ne? Ja, dann fangen wir erstmal langsam an, das Ding zusammenzubauen. So, die Dichtungen nicht vergessen. Wie gesagt, bevor man die Dinge auseinanderbaut, ich weiß nicht, macht euch mal Fotos oder so, dass ihr wisst, wo was hinkommt. Dass man nicht am Ende rumrätselt. So. Das ist eigentlich halb so wild hier. Hier, die Dichtung dürft ihr nicht vergessen, ne? Da ist so ein Bypass hier reingefräst.
Na. Also handfest, nicht zu sehr festziehen. Nicht, dass da irgendwie das Gewinde rausreißt. So, dann kommen wir hier zu der Nadel. Hier muss man auch aufpassen, dass dir da unten quasi die Nadel hier in das Loch passt. Und hier oben die Dichtung quasi. Hier so eine Aussparung. Ich mache das immer so. Ist ein bisschen einfacher, dass ich hier so drauf lege. Alles so ein bisschen reindrücken. So, und hier muss das passen. Bei dem Deckel hier, das Ausgesparte, kommt genau hier oben drauf. Die Feder nicht vergessen. So. So. Hier ein bisschen aufpassen. Ja, manchmal muss man hier ein bisschen kämpfen mit der Dichtung, mit der Membran. So. Membran richtig drin. Ist ein bisschen fricklich. Dass ich wenigstens 2 Schrauben drin habe. So, ich mache das ein bisschen. Ich halte mit dem Finger die Nadel ein bisschen oben. Und dann setze ich die Feder ein und von oben die Kappe. Weil wenn ich die unten, also hier die Nadel nicht festhalte, dann wird die automatisch von der Feder runtergedrückt und die Membran quasi geht aus der Nut hier so raus. Und dann ist wieder undicht quasi. Und so, wenn ich die hier unten festhalte und von oben vernünftig langsam ansetze, dann bleibt das an Ort und Stelle. Und sobald die vernünftig drauf ist, die Kappe oben, dann kann man die unten auch loslassen. So. Ist fest. So, und jetzt kommen wir zu der Schwimmerkammer. Und da, wie gesagt, hat man ja vorher gesehen, dass die Düsen richtig verklebt waren und dreckig. Jetzt waren die im Ultraschallbad, einmal sauber gemacht, einmal ausgepustet und jetzt kann man die wieder
zusammensetzen. Ich habe 2 Sätze von diesen Dichtungen bestellt. Da muss man aber halt gucken. 2 verschiedene Sätze. Und man kann da nicht alles gebrauchen, weil nicht alles passt. Obwohl die eigentlich für die Vergaser passen müssten, laut der Beschreibung. Ne, aber die Düse passt nicht. Deswegen habe ich die alten sauber gemacht. Ja. Was man hiervon nimmt, ist halt die Dichtung für das Gehäuse, quasi hierfür. Und dann die kleine ovale Dichtung, die ich hier gezeigt habe. Ja, ansonsten ist alles, wie heißt das? Ansonsten sind alle Teile original, die auch davor drin waren, bloß halt sauber gemacht. Und die eine Düse passt noch von einem Satz, weil die alten, die waren nicht mehr zu gebrauchen. Ja, dann fangen wir mal an, die Düsen einzusetzen. Wie gesagt, auch nach dem Ultraschallbad einmal schauen, dass die ganzen Kanäle da frei sind. Weil es ist ärgerlich, wenn man die zusammenbaut und dann nicht alle Kanäle frei sind, dann kann es ja nicht vernünftig funktionieren. Und dann wieder die ganze Chose auseinandernehmen, dann hat man keinen Spaß dran. Und wie gesagt, mit der Ruhe, nicht allzu schnell alles machen, dass man nichts vergisst. Und dann geht das schon. Ich glaube, das Moped war mehrere Jahre, stand es irgendwo in der Scheune, wurde nicht gestartet. Die Vergaser waren noch voll mit irgendeinem Zeug. Das ist wahrscheinlich alter Sprit, aber so schlimm habe ich das noch nie gesehen. So, ne? Da die 2 Düsen. Müsste jetzt alles top sein. Ja, dann kommen wir jetzt zu dem Schwimmer. Hierdurch kommt der Sprit rein in die Schwimmerkammer. Hierdurch quasi. Und sobald das voll ist, dann drückt die Schwimmerkammer quasi das Ventil einmal nach unten und schließt es, damit da nicht mehr Sprit reinkommt. Eine neue Dichtung darunter setzen, nicht vergessen. Sonst hat das Ventil hier keine Wirkung quasi, weil es alles daneben geht. Einfach per Hand mal gucken. Halt darf nicht zu sehr alles angezogen werden. So, die Schwimmerkammer kommt jetzt so rein und hier mit der Nase quasi in dieses Ventil hier vorne. Zack. Und von der Seite einmal reingedrückt. Und so funktioniert das halt, ne? Wenn die Schwimmerkammer leer ist, dann ist der Schwimmer unten. Sobald sie sich fühlt und genug Sprit drin ist, dann schwimmt die hoch und drückt somit das Ventil hier zu. Und dann gelangt kein Sprit mehr in die Schwimmerkammer. Und wenn der Sprit nach und nach quasi verbraucht wird, dann sinkt das wieder und hierdurch wird wieder gefüllt. So, dann haben wir hier eine neue Dichtung.
Einmal quasi hier die Ränder einmal schön sauber, die Nut sauber gemacht. Hier die Ablassschraube, da wurde auch eine neue Dichtung reingesetzt. Einmal geguckt, ob alles dicht ist. Ja, und jetzt kann man schön zusammenbauen. So. Dann sollte sie auch so nicht rausfallen. Da sitzt eigentlich relativ gut drin. Ja, und jetzt einfach oben drüber. Zack. Ja, das war's auch schon. Mehr ist da nicht. Hier bei den Schrauben auch das gleiche. Einfach so handfest, nicht überziehen. Ja. So, ist alles schon gängig, was davor nicht der Fall war. So einfach ist das. So, dann bauen wir die ganze Einheit mal zusammen. Das sind viele kleine Teile, deswegen hatte ich ja letztes Mal gesagt, also davor gesagt, dass man aufpassen soll. Wo was saß. Wie gesagt, am besten entweder Fotos machen oder so die Kamera mitlaufen lassen, wie ich jetzt gerade. So, das ist einmal. Ja, dann müssen wir mal gucken. Die kommen erst gleich. Erstmal alles nur so ein bisschen anziehen. Zack. Tak, jetzt muss ich gucken, dass ich die hier vernünftig reinbekomme. So. Dann mache ich ein bisschen WD 40 rein. Oder drauf. Dass es besser reingeht. Das ist mit den Benzinleitungen und so ist das gar nicht so einfach. Aber ist natürlich alles machbar.
Na? Hier unten muss das quasi ineinander passen. Ach komm. So. So, die Leitungen gehören so da rein. Dann einmal umdrehen. Ja, und hier können wir eigentlich schon mit dem Zusammenbau anfangen. Erstmal das hier. Das ist quasi, damit die miteinander verschraubt sind. Ja, so fällt das. So ist der Umbau oder Zusammenbau. So ist der Zusammenbau etwas leichter. Wenn das schon so in etwa quasi zusammengeschraubt ist, wie sich das gehört. So, halt nicht zu fest anziehen. Am Ende müssen wir nochmal komplett alle Schrauben kontrollieren. So, dann kommt der hier dran. So. Hier unten. So, Moment. Ach, dann kommen natürlich erstmal die Scheiben. Dahinter. Das ist alles so ein bisschen gängiger ist. So. So, dann kommt der Splint hier rein. Dieses. Das ist natürlich so. Dass da nicht flöten geht. So einmal. Müsste das funktionieren, ja. Funktioniert. Jetzt die Seiten so ein bisschen nochmal anziehen. So. Hier gehört die Feder dazwischen. Die größere kommt hier hin. Die kleinere, die kommt hier. Ah ne, andersrum, Entschuldigung. Die große Feder kommt natürlich hier hin. Und die etwas kleinere kommt auf die Seite. So. So, jetzt kommt das hier unten. Die kleine Feder. Ja, das sieht man so schlecht. Ich weiß nicht, sieht man das hier besser? Ne, das ist auch so ähnlich. Ich weiß gar nicht, wie ich euch das zeigen kann. Quasi hier kommt die kleine Feder hier rein. So, hier kommen die Scheiben hin und ja, ich hatte jetzt keinen kleinen Splint mehr über. Der Besitzer weiß aber Bescheid. Provisorisch erstmal haben wir hier so ein Draht reingemacht, halt, ne, dass es nicht aufgeht.
Ja, im Großen und Ganzen ist es quasi schon fast zusammengebaut. Hier müssen noch die hier verbaut werden. Das ist auch für den Choke. Und das machen wir jetzt gleich. So, wie mache ich das denn besser? Dass ihr da was von mitbekommt. So. Ich hoffe, ich kriege die noch rein. Deswegen habe ich auch nicht alles festgeschraubt. So, kommen die in etwa rein. Und so natürlich. Moment. So. Und von der anderen Seite. So und so. So. Und so. Wie gesagt, alles nur handfest. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Und jetzt auf die andere Seite. So. Hier ist quasi dasselbe Spiel. So. Na, warte. So. Zack. Hier auch mit den Fingern erstmal einmal festmachen, nicht zu sehr anziehen, weil wir müssen da sowieso noch alles einstellen. So, das war's erstmal. Ne? So ist die ganze Einheit wieder zusammengebaut. Jetzt werden die ganzen Schrauben nochmal nachgezogen. Und das war's im Endeffekt. So, dann machen wir mal weiter mit dem Einbau. So.
So. Die Schrauben, also die Schellen hier festgezogen werden. So, dann kommt der Schlauch hier oben drauf. So, das wäre es erstmal. Und jetzt kann man gleich den Luftfilterkasten drauf, den Tank, und dann ist das schon alles fertig. Dann können wir starten. Hier aufpassen, nicht zu sehr anziehen, weil das Gehäuse aus Plastik ist. Wir bauen erstmal den alten Filter ein. Wir wollen hier gucken, ob die Maschine anspringt und vernünftig läuft. Und dann wechseln wir alles, wenn er soweit ist.
So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wird den einen oder den anderen helfen. Und ja, unten in den Kommentaren bitte eure Meinung dazu lassen, was ihr davon findet. Allzeit guter Fahrt und bis zum nächsten Mal.